Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei waren ja zusammen auf dem Juliana Trail in Slowenien unterwegs. Jo, das ist schon ein bisschen her mittlerweile, muss man dazu sagen. Aber wir hatten euch ja versprochen, dass es noch ein Fazitvideo geben wird. Ähm, Sehen konntet ihr die Etappen ja schon. Es gab 8 Videos dazu, wo wir die Etappen paarweise euch vorgestellt haben und gezeigt haben. Nun gibt es wahrscheinlich auch Leute, die sich denken, ach, Juliana Trail, ist das was für mich oder hätten wir da Interesse dran? Da will man sich vielleicht nicht durch die ganzen Videos erstmal durchwühlen. Und da ist so ein Fazitvideo, glaube ich, ganz gut als Einstieg, einfach mal, um sich einen Gesamteindruck von dem Trail verschaffen zu können. Genau, also für die, die es auch noch nicht alles gesehen haben, guckt euch gerne die Videos an. Und für die, die schon bei allen Videos dabei waren, die freuen sich vielleicht auch so ein bisschen darüber, Noch ein paar ja, Highlights. noch ein paar Sachen zu dem Weg rundherum zu erfahren, was wir da so gemacht haben. Und ja, das haben wir jetzt wieder so ein bisschen in verschiedene Punkte eingeteilt, wie Anreise, Wegführung, Markierung. Unterkünfte, wie auch immer. Genau, also im Prinzip Sprache. Genau, hangeln wir uns jetzt gleich daran entlang und ja, laden euch dazu ein, ja, uns bei diesem Anblick vom Juliana Trail zu begleiten. Ja, kommen wir gleich mal zum ersten Punkt. Wie sind wir denn überhaupt nach Slowenien gekommen? Ja, wie war unsere Anreise? Schön, dass du mich fragst. Geplant hat Tobi. Ja, kleinere Vorgaben gab es. Also es ist natürlich immer schön, wenn die Anreise schon ein klitzekleines Abenteuer ist oder man da auch schon einiges erleben kann. Weil jetzt einfach ins Flugzeug steigen oder mit dem eigenen Auto anreisen, kann auch durchaus recht langweilig sein. Und deswegen haben wir uns für den Zug entschieden. Wir hatten ja auch schon gute Erfahrungen gemacht vorher in anderen, also in Griechenland jetzt zum Beispiel, waren wir ja auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Hat auch in Slowenien jetzt gut geklappt, gell? Genau, also mit dem Zug ging es zunächst nach Villach und von Villach, da haben wir erstmal übernachtet und am nächsten Morgen ging es weiter mit dem Busumstieg in Jesenice weiter nach Kranjska Gora. Also Zugverbindung gibt es auch, wenn überhaupt, nur nach Jesenice. Gab es zu der Zeit, wo wir da waren, jetzt aber aus, ich glaube, aus Baustelle oder was sie da als Grund angegeben haben, gab es nicht. Und warum wir nicht gleich abends weiter nach Kranjska Gora sind, ganz einfach. An dem Wochenende, wo wir angereist und losgewandert sind, gab es in Planica, also direkt neben Kranjska Gora, Skispringen, Skifliegen, also großes Event. Der Ort war voll und ausgebucht und dementsprechend haben wir die Übernachtung einfach in Villach dann gemacht. Genau, ansonsten alternativ hat man überlegt, wir könnten auch mit dem Auto fahren, könnten es in Kranjska Gora dann für die 16 Tage, wo wir unterwegs sind, parken. So lange haben wir jetzt keine Parkmöglichkeit gefunden. Ich glaube, das längste waren 7 oder 10 Tage, wo man am Stück Ja, und parken ob man konnte. sein Auto dann da so lange stehen lassen möchte, so ganz alleine, Genau. das muss jeder für sich entscheiden. Genau, alternativ könnten wir jetzt noch in die Hauptstadt Ljubljana fliegen und von da mit dem Bus rüber nach Kranjska Gora. Da gibt es eine recht gute Busverbindung, wäre eine Option. Flüge waren ein bisschen teuer und deswegen sind wir letzten Endes beim Zug dann rausgekommen. Und ja, die Abreise kann man dann im Prinzip auch gestalten, ja, wie die Anreise dann auch. Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Wir sind nämlich von Kranjska Gora, nachdem wir dann die 16 Etappen gewandert sind, mit dem Bus erstmal in die Hauptstadt, Ljubljana, haben dann noch ein bisschen Sightseeing betrieben. Sehr zu Ja, empfehlen, muss ich also dazu sagen, gerade nach dem langen Trip kleines, durch die Natur. genau, Super. kleines, feines Hauptstädtchen. Unterkunft, die wir da hatten, auch super. Ja, Dazu aber nachher nochmal kurz was. Genau, und von da sind wir dann mit dem Zug nach Villach und von Villach nach Salzburg. Und dann haben wir ein bisschen Sightseeing gemacht und sind dann mit dem Zug von Salzburg wieder, ja, nach Hause gefahren. genau. Ihr seht, wir wollen sowohl hin als auch zurück immer auf der Reise selbst auch noch ein bisschen was erleben. Wenn sich's einrichten lässt. Ja, und dann sind wir schon beim zweiten Punkt angekommen, nämlich bei der Route, wie wir durch die Julischen Alpen jetzt gewandert sind. Ja, genau. Also wie schon erwähnt, Startpunkt Kranjska Gora, wobei ein Start vor Ort als solches, wo ein Schild steht, hier Start der Juliana Trail, gab es nicht. In der Tourinfo hieß es, ja, lauft einfach mal da hoch und da fängt es schon an. Gut, haben wir dann gemacht und vom Prinzip her seht ihr hier ja auch, die Route ging im Prinzip einmal rund um den Triglav Nationalpark, beziehungsweise auch in Teilen rein. Ja, man ist erstmal von Kranjska Gora rüber Jesenice bis nach Moistrana und dann ging es
Ja, im Prinzip schon runter, Abstecher Bled, dann ging es ja in den Triglav Nationalpark rein und dann runter in einem Bogen bis Tolmin, links dann Kobarid, Bovec und dann gab es auch nochmal einen kurzen Abstecher zum Schluss nach Italien und von da dann wieder zurück nach Kranjska Gora. Genau, das ist so der ursprüngliche Juliana Trail, den wir dann auch letzten Endes fast komplett gelaufen sind. Eine Etappe haben wir ja aus Schlechtwettergründen dann ja, ausfallen lassen, war glaube ich die 9. gewesen. Genau, und eine haben wir ja ein Stück weit überbrückt mit Bus, dem weil Bus. da genau eine Sperrung auch gewesen ist. Aber ansonsten alles tapfer gelaufen. Genau. Und auch sehr beeindruckend, wenn man sieht, wie man um dieses Alpenmassiv da drum rumläuft. Also schon Wahnsinn. Genau. Da kriegt man so den Eindruck davon, was man so geleistet hat in der ganzen Zeit. Genau. Abseits davon muss man noch erwähnen, neben diesen 16 Etappen gibt es auch noch einige extra Etappen, extra Touren. Zu der Zeit, als wir losgelaufen sind, waren das noch 4 gewesen, also sprich März, April. Die gingen ab Tolmin im Prinzip in einem geraden Strich im Prinzip nach unten. Und mittlerweile, das war, ich glaube, nachdem der Trailer zum Juliana Trail von uns online gegangen ist, hatten sie die Homepage aktualisiert. Mittlerweile gibt es noch 3 weitere extra Etappen. Ich meine, bei Kobarid gibt es nochmal so eine extra Schleife. Gut, die ob man man da die machen jetzt kann. laufen möchte, weil der Weg an sich Ja. ist ja schon recht lang. Wenn man viel Zeit hat und sowas öfter mal macht, kann ich mir das vorstellen. Ansonsten, wir hatten uns ja schon überlegt, eventuell nochmal anzufahren für diesen komischen Schwanz, den es da unten noch gab. Es war ja nur so ein Stückchen weg vom Trail eigentlich und wieder zurück. Aber Ja, falls es Ja. uns nochmal in die Gegend verschlägt, nehmen wir das nochmal so für auf uns jeden mit. Fall. Genau. Aber was man jetzt auch noch ganz kurz erwähnen muss, die vorgestellte Route, das ist auch gar nicht mal so einheitlich, weil wir haben unterwegs festgestellt, im Prinzip haben wir mehrere Wege. Ne? Einmal habt ihr die Markierungen, zu denen kommen wir Mehr gleich oder nochmal. weniger Genau, einheitlich. genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ihr habt die offizielle App des Juliana Trails, die basiert auf Outdoor Active. Die führt zum Teil anders wie die Markierungen. Und dann gab es nochmal die GPX-Dateien von der Homepage, die ich vorher runtergeladen habe und in Komoot überspielt habe. Und das war im Prinzip auch wieder abweichend von den Markierungen und der offiziellen App. Also wir haben dann immer geguckt, wie es für uns am passendesten war zum Laufen, Markierung, App oder der Komoot. Genau, und haben uns dann im Prinzip so da durchgekämpft. Ja, gekämpft. Es lief gut. Man muss nur ab und an mal entscheiden, welcher Markierung man jetzt folgen möchte. Genau. Also schlussendlich, wir sind angekommen. Ja, kommen wir zu einem sehr wesentlichen Punkt, was man auf so einer Weitwanderung braucht. Dach über dem Kopf und was zu essen. Ja, weil Wildcampen ist ja auch in Slowenien nicht gewünscht. Genau, also Anne will ja immer mal ein bisschen die Campingtour machen. Ist jetzt hier ein bisschen schwierig, deswegen haben wir uns dann einfach Unterkünfte vorgebucht. Hätten wir wahrscheinlich gar nicht groß machen müssen. Es war Anfang Wir der waren Saison, da war noch sehr alles frei. früh in der Saison, genau Ende März, Anfang April. Wie es dann im Sommer aussieht, vermutlich nicht ganz so gut. Wir haben an vielen Stellen, in vielen Orten die Saison irgendwie dann schon eingeläutet. Also ganz, ganz oft, dass wir irgendwo hinkamen, dann Wir waren die Ersten. ihr seid die ersten oder zweiten Gäste. Oder wir die jetzt Einzigsten, das kam auch haben. vor. Genau, einmal waren wir sogar die Einzigen. Das war am Ende der Schneeetappe. Genau, der 5. Etappe, als wir dann mitten im Nationalpark drin waren. Dann kamen wir zu diesem Riesenhotel, das war schon ein größeres Hotelgebäude. Und die hatten dann, glaube ich, auch wirklich nur wegen uns. Also wir waren wirklich die einzigen Gäste in diesem großen Ding dann drin gewesen. Genau, aber ansonsten, ihr findet überall eigentlich Unterkünfte. Wir haben es jetzt einfach, weil es für uns recht einfach war, über Booking gemacht. Da haben wir es auch immer schön einheitlich gehabt. Genau, und wir sind bei vielen, also es sind ja Privatleute, die da dann ihre Privatleute, Unterkünfte zur Hotels. Verfügung stellen und das ist super gelaufen. Die waren alle total nett und hilfsbereit und also ja, kann man nichts Schlechtes drüber sagen, egal wo wir waren und wir hatten sehr viele Unterkünfte. Also vom privaten Zimmer bis zum Hotel haben wir irgendwie alles mit dabei gehabt. Sogar Ich glaub, Jugendherberge. Dieses Hostel dann, genau, kommen wir klar. Ja, also ihr findet Sachen. Genau, dieses eine besagte Hostel, das war dann in Lokpot Lokpot Mangatom, genau.
Da seid ihr hinten im Talkessel und da gab es bei Booking tatsächlich diese eine Unterkunft. Also im Ort haben wir gesehen, es gibt auch noch andere, könnt ihr dann entsprechend gucken, wenn ihr da mal laufen wollt, ob ihr da auch direkt da unterkommt. Ob Und die jetzt im Internet ermittelbar sind, weiß ich nicht, aber es waren Schilder da auf jeden Fall. Man hat das gesehen. Hostel war günstig und spannend. Ja, sehr spannend. Das Das war war, Abenteuer. genau, das hat jemand betrieben, der da Canyoning anbietet. Genau, im Sommer sind die wohl gut Und ausgebucht auch, aber da waren wir auch die Ersten Die wieder. ersten und einzigen, Das genau. Ding war noch nicht fertig für die Besucher eigentlich. War auch sehr lustig, ne? Kommen wir an. War er noch gar nicht da. Er kam dann immer eine Stunde später vom Canyoning und drückte der Anne erstmal Hier, ein Geschenk für dich. genau Ich ein dachte, Brot was in ist die das? Hand. Brot? Ja, ja, das ist euer Frühstück. Okay. Genau, das war schon. Aber die waren super nett. War halt ein bisschen unorganisiert. Macht nichts. Aber trotzdem, wir hatten da unseren Genau, wir waren trocken, es war warm Spaß und wir gehabt. wurden morgens auch satt. Genau. Es gibt Unterkünfte, keine Einkaufsmöglichkeit, das Genau. darf man da auch nicht. Da ist jetzt auch der Übergang zur Verpflegung. Das war tatsächlich der einzige Ort, an dem ihr keine Einkaufsmöglichkeit beziehungsweise auch irgendwie kein Restaurant hattet. Also Und das, wenn ihr dann da ankommt und tatsächlich Ja. nur noch eine Tütensuppe dabei habt und sonst nichts mehr, dann müsst ihr halt damit auskommen. genau. Aber wie gesagt, in allen anderen Orten, ihr habt Supermärkte, ihr habt Restaurants. Je nachdem, was ihr für eine Unterkunft gebucht habt, könnt ihr euch dann abends nochmal selber bekochen. Gut, im Nationalpark hast du auch keinen Supermarkt gehabt, aber da war das Hotel, da hat man ja Ich alles wollte gerade dann, sagen, da braucht man nichts. die hatten ein Restaurant mit Genau. dabei. Da konnte man auch die Sachen trocknen lassen bei denen. Also, sie haben einen Trockenraum, weil nebendran auch so ein ganz, ganz winzig kleines Skigebiet ist. Ja, aber sonst, Ja. wie du schon gesagt hast, Supermärkte überall gut erreichbar, auch teilweise unterwegs, dass man dann durchkommt durch Ortschaften, sich da noch ein bisschen mit Verpflegung eindecken kann. Oder morgens ein Bäcker oder sowas. Also, das habt ihr dann eigentlich. Bis auf an der einen Stelle, Genau. beziehungsweise im Nationalpark. Genau, aber da könnt ihr ansonsten- euch auch vom Frühstück dann für unterwegs was schmieren. Man braucht sich keine Sorgen machen mit Verpflegung und auch mit Getränken und so. Es war jetzt nicht, dass wir irgendwie jemals da kurz vorm Verdursten oder Verhungern gewesen wären. Also für eine Weitwanderung ist das gut organisiert. Also gut Gut aufgestellt, eingerichtet, genau. wie auch immer, ja. Dann sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich der Verständigung, was ja auch durchaus interessant sein kann für jemanden, der in einem fremden Land eine weite Wanderung machen Genau. möchte. Wir können beide kein Slowenisch, Nein, so gar nicht. ein bisschen Englisch, das funktioniert. Genau, aber ihr kommt eigentlich mit Englisch, also wir kamen mit Englisch Ja. ganz gut durch dann aus. Auch in den ganzen Privatunterkünften, auch die etwas älteren, die wir da dann teilweise angetroffen hatten, ging super auf Englisch. Also Hier und das da hört man, läuft. glaube ich, auch mal. Ich meine, in der Touri-Info Kranz Kagora, die Ja, konnte so auch ein Deutsch bisschen zum die konnten Beispiel. Deutsch. Ja. Aber ansonsten Englisch hauptsächlich. Genau. Also reicht aus. Ja. So, und jetzt kommen wir zu Tobis Lieblingspunkt, weil das ist für ihn immer ganz wichtig, das Genau. Material. Das Thema Material für Wanderwege. Ich recherchiere vorher eigentlich immer ganz, ganz viel. Ja, und habe gerne auch mal einen Wanderführer dabei unterwegs, Wanderkarte, je nachdem. In dem Fall gab es keinen deutschsprachigen Wanderführer. Habe zumindest keinen gefunden. Also Stand unserer Wanderung März, April gab es nur einen englischsprachigen. Blende ich euch hier mal ein. Genau, den habe ich schon noch angeschafft und den hatten wir dabei. Ja, steht eigentlich so alles Wichtige drin. Distanz, Höhenmeter, bisschen Beschreibung vom Weg. Ihr habt noch ein paar Extra-Etappen drin. Also jetzt nicht die Extra-Etappen, die wir vorhin erwähnt haben, diese 7, sondern nochmal andere Sachen, weil man kann rechts und links vom Weg auch noch einiges andere sehen. Mal eine Schlucht, man kann einen Gipfel mitnehmen, also da gibt es auch noch Möglichkeiten. Wobei, mehr genutzt, ich zumindest letztendlich, haben wir dann dieses kleine Heftchen, was man bei der Touristinfo am Anfang bekommen hat, weil da nämlich der Weg auch sehr schön drin war. Genau. Da kann man ein kleines Heftchen erwerben. Das waren 4, 5, 6 Ja. Euro, irgend sowas in dem Dreh. Und da ist auch gleichzeitig nochmal, Die einzelnen Etappen sind als Wegabschnitte abgebildet in der genau, Karte. ich wollte gerade noch auf die Stempel Ach raus, so, ja, aber das kannst du ja gleich weitermachen. dann. Genau, also wie gesagt, ihr habt die einzelnen Etappen drin, wobei wir haben noch eine alte Auflage gehabt, die war noch nicht aktuell, hieß es. Da waren auch nur diese 16 plus 4 Etappen drin gewesen und ihr habt eine Übersicht
für Stempel drin. Also ihr könnt bei jeder Etappe, könnt ihr stempeln. Vorsicht. Genau, wir konnten es nicht, weil ihr hättet ein eigenes Stempelkissen gebraucht. Genau, und wenn das dann komplett gestempelt ist, könnt ihr das da hinschicken. Ich muss noch mal gucken, was es dann gibt. Ich habe es Wahrscheinlich tatsächlich wieder so eine vergessen. Wandernadel oder so. Ich blende es euch auf jeden Fall noch mal ein, was es dann dort gibt dafür. Genau, es gibt ganz, ganz viel im Internet, eine offizielle Homepage, verknüpft auch wieder mit AutoActive, wo ihr dann die ganzen Routen angucken könnt, Beschreibung, Höhenmeter, alles was dazugehört. Und, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die eigene App des Weges, die gibt es dann auch nochmal. Also ihr seht, da gibt es einiges an Material, was wir diesmal nicht dabei hatten, war tatsächlich eine Wanderkarte. Also Wanderführer, die App, die GPX-Datei bei Komoot, die ich schon eingespielt habe. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, zum Weg selber ist das Material eigentlich ausreichend. Ja, und da wir ja auch viel durch Ortschaften gekommen sind, haben wir uns auch gedacht, mit der Wanderkarte, zur Not kann man mal noch jemanden fragen. Wir sind nicht ganz ab vom Schuss. Hat ja gut funktioniert. Genau. Ja, und nach meinem liebsten Thema mit Material kommen wir, Zweitliebste Thema von Tobi. genau, das dann immer vor Ort zu tragen kommt, das Thema Markierungen. Wenn ihr die einzelnen Videos schon gesehen habt, ich habe mich ja immer wieder über den Zustand der Wegmarkierungen ausgelassen. Ja, dazu muss man sagen, wirklich von Anfang bis Ende. Genau, also das war eine Katastrophe. Punkt. Da gab es ganz, ganz viele Kreuzungen, da gab es keine Markierung. Dann gab es beschädigte Markierungen. Dann gab es Verdrehte. genau, Markierungen, also diese großen Holzpfeile, die halt in die falsche Richtung, ne, die man irgendwie gedreht hatte. Dann gab es Markierungen, die sich widersprochen haben. Es gab Markierungen, genau. Genau, die an der einen Kirche war, fällt mir gerade die eine ein, genau. Da hieß entweder geradeaus und die andere zeigte nach rechts. Das war ein bisschen komisch gewesen. So, dazu sagen müssen wir aber, den Weg findet man, so schlimm ist es nicht, aber für einen Weg, der so groß beworben wird, hast du ja dann immer so schön gesagt, Genau. könnte man das etwas besser gestalten. Das war für die Aufmachung, ne, gerade auch im Internet und so, wie sich der Weg präsentiert und das, was man vor Ort dann findet, war das schon doch etwas erschreckend. Genau, also ohne entsprechende GPX-Datei beziehungsweise ohne die App, die wir haben mitlaufen lassen, wären wir an einigen Stellen wahrscheinlich gar nicht groß weitergekommen. Das stimmt, aber dafür gibt es ja auch die App. Genau, jetzt muss man sagen, ich hatte ja vorher auch mit der dortigen Touristinfo, mit dem Organisator des Juliana Trails, mal per Mail Kontakt aufgenommen, hat ein paar Fragen noch zu dem Weg. Unter anderem zum Wildcampen. Genau, zum Kochen genau, wie auch. es denn da mit Campen und Kochen aussieht zum Beispiel, mit Drohnen. Also Drohnen hatte ich schon letzten Endes nicht dabei, habt ihr ja auch in Videos gesehen, gab keine Drohnenaufnahmen. Genau, der Wegzustand als solches hieß es dann, ja, ihr kommt quasi noch ganz, ganz früh in der Saison. Im März oder Ende März ist der Weg ja eigentlich noch gar nicht zum Wandern geeignet. Jetzt stand aber auf der Homepage lustigerweise, ab März kann man den laufen. Deswegen haben wir uns dann auch entschieden, erlaubt, wenn die sagen, ab März kann man laufen, dann machen wir das doch. Und der ist an vielen Stellen auch noch nicht präpariert für die Saison. Da gibt es noch Erdrutsche und so. Die eine besagte Stelle mit dem Erdrutschen, Mussten die es wir da ja drum ging. Na gut, haben wir insofern umgangen, als dass wir an dem Tag ja mit pausiert haben, weil das Wetter so schlecht war. Wenn ich mir jetzt aber den Zustand der Markierungen bzw. den einen oder anderen Wegabschnitt anschaue, würde ich behaupten, dass der Wegzustand oder der Zustand der Markierungen nicht unbedingt nur dem letzten Winter geschuldet war. Also das sah so aus, als wäre das ein Grundproblem, das da vorherrscht. Also sowohl die Markierung als auch so manch ein Wegabschnitt, wo dann mal so ein Brückchen weg war, wo dann die Bäume drüber lagen. Ja, ich meine, das ist auch ein bisschen wieder der berühmte Abenteuerfaktor, den man dann da mit dazu bekommt, gratis sozusagen. Den vor allem die Anne immer braucht. Ja, den genieße ich immer sehr. Vor allem, wenn es dann doch gut geht am Ende. Ja, das eine Mal haben wir uns ja ein bisschen verlaufen gehabt, dann auch da unten bei der vorvorletzten Etappe, wo es so steil den Berg hochging. Da war es wirklich ein bisschen schwierig. Das war die, Moment, am Pass meinst du? Genau, Ja. zum Pass auf die italienische Das war Seite die rüber ging vorletzte dann. Etappe. Genau.
Also da wurde es mir dann sogar mir kurzzeitig mal ein bisschen wärmer, weil ja, wenn man dann so das Gefühl hat, ich soll hier senkrecht die Bergwand irgendwie erklimmen und bin hier mitten im Nichts und weiß nicht so recht, wo ich hin soll. Also da war es schon ein bisschen, muss ich sagen, nervenaufreibend. Aber Genau, ansonsten, aber wir haben dann gefunden den Weg. genau, ging Irgendwo gab es das. dann doch ein Schild ein bisschen versteckt. Das Problem war erstmal wieder zu diesem Schild zu kommen, weil vorher keine Markierung war. Ja, genau. Ja, und ansonsten am schlimmsten waren die Markierungen oder die überhaupt der Zustand des Weges, kann man sagen, auf der italienischen Seite, weil man ja einen guten Tag auf italienischer Seite dann unterwegs ist. Genau, also im Prinzip die Hälfte der Ähm, 15. Etappe und beziehungsweise die Hälfte der 16. genau. Etappe. Und auf der italienischen Seite des Weges gab es genau, ich glaube, 2 Markierungen. Die Die eine eine davon war war. noch übersprüht Ja. gewesen. Also irgendwie Also da war es scheinen die den Trail nicht schlechter. zu lieben, die Italiener. Interessanterweise dann direkt ab der Grenze wieder zu Slowenien kam dann eine Markierung. Ja, Genau, da waren sie dann wieder da, aber je weiter man wegkommt von der italienischen Grenze, desto besser werden sie. aber trotzdem nicht gut. Gut, aber dann würde ich sagen, haben wir jetzt mal genug geschimpft und wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Ja, unser letzter Punkt. Schwierigkeit des Weges, beziehungsweise damit so ein bisschen einhergehend auch. Ja, was gab es denn so für Highlights? Ja, wo fangen wir da jetzt überhaupt an? Also ich würde erstmal so einen Gesamteindruck des Weges jetzt für mich und für dich glaube ich auch. Also ich würde sagen, der Juliana Trail ist ein Trail der Extreme, sowohl positiv als auch negativ, weil man hat sowohl sehr fordernde und wilde Genau. Wegabschnitte dabei, wo es dann wirklich steil den Berg hochgeht, kreuz und quer durch die Wildnis, was auch Spaß macht. Und dann hat man auf der anderen Seite aber auch wieder ewig lange monotone Abschnitte über diesen besagten tollen Radweg. Oder es gibt halt auch viel geteerte Abschnitte, die also für mich sehr, sehr, sehr anstrengend waren. Genau, also ihr habt auch Etappen dabei, die gefühlt nur über Asphalt und Beton laufen, ähm, ohne viel Höhenmeter. Und dann habt ihr wieder Etappen dabei, gefühlt geht es dann Ja. senkrecht die Wand mal hoch und schmale Pfade. Ihr Und die müsst ein bisschen Wegführung dann kraxeln. schwierig. Also da kommt dann alles so zusammen. Genau, also und auch von den Weglängen tatsächlich, von den Das Etappenlängen. Ihr auch. habt irgendwo zwischen 8 und paar 20 Kilometer Und teilweise die Etappenlänge paar und dabei. 20 Kilometer dann hintereinander. Also in der Reihe hat man dann dreimal hintereinander oder so über 20 Kilometer pro Tag. Also da weiß der Weg jetzt nicht so recht, glaube ich, an wen er sich Nee. wenden will. Zielgruppe ist etwas offen. Wahrscheinlich Zielgruppe, irgendwo stand mal so schön, ne, man muss sich bewusst für einen Weg entscheiden, wo man auf die Gipfel hochgeht, sondern unten um die Gipfel rum. Das Wenn eine man oder sich das andere. vorher klar macht, geht's, dass das doch so extrem, beziehungsweise auch so asphaltlastig weite Strecken war, haben wir jetzt dann doch nicht vorher rausgesehen gehabt. Das war halt so ein Ja. bisschen überraschend Also an es der ist Stelle. nichts für den reinen Genusswanderer, aber auch nichts für den, der die reinen Extreme und ja, wie gesagt, Wildnis sucht. Das Eher, ist so wenn ein man Mix mal aus so allem. genau, ein bisschen was anderes haben will, so ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Kultur, ein bisschen wilde Landschaft, mal ein bisschen was einfach. Also, Ja, wie gesagt, so ein bunter Mix ist das im Prinzip. genau. Genau, das mal zur Schwierigkeit. Da kommen wir dann auch gleich nochmal zu den Highlights des Weges. Ja, was waren denn so deine Highlights? Also Bled war natürlich sehr schön, muss ich sagen, aber ja, das ist ja auch so was man kennt, so, das hat man irgendwie im Ohr. Wobei Wir man waren, zu Bled noch sagen muss, wir hatten wir ja hatten das Pech, Pech. als wir ankamen, es hat in Strömen geregnet. Wir waren vor ein paar Jahren schon mal da, bei strahlendem Sonnenschein. Da macht das richtig Spaß, auch mit dem See. Also das ist schon Ja, so eins der Highlights auf jeden Fall. Bled ist wirklich schön und dann im Nationalpark selber der Abschnitt zu diesem Genau. besagten Hotel. Wir hatten jetzt da auch wieder Pech mit dem Wetter, weil es halt uns da der Schnee überfallen hat. Ende Aber März in den Alpen. ja, es kann passieren. Aber Wir haben uns ja darauf genau, eingestellt. wir haben ja gesagt, da wir ja nie höher kommen wie ungefähr 1300 Meter und da ja viel breiter Weg auch dabei ist, gerade oben in diesem Nationalpark, wo wir dann diesen Forstweg lang sind, Schafft man es auch bei Schnee. schafft man das auch. Genau, was Ja, gab es noch so an Highlights außer Bled? Ihr hattet genau auf der 5. Etappe diese Passage durch die Schlucht und durch die Höhle, die war richtig gut. die war richtig schön, ja, Die das war stimmt. richtig gut. Das Vor, was wir noch hatten, Genau, ihr habt das war auch Festungen toll. auf dem Weg, die ihr euch angucken könnt. Die eine hatte leider noch zu gehabt. Mhm. Ging, glaube ich, ab dem Mai dann los. Und auf der italienischer Seite gab es noch eins und eins haben wir ausgelassen. Da hätte man ein paar hundert Meter Abstände machen können. So im Nachgang haben wir uns ein bisschen geärgert,
dass wir es nicht gemacht haben. Und dann noch das mit dem, jetzt fällt mir der Name natürlich wieder nicht ein, das Städtchen, wo dieses Kriegsmuseum noch war. Wo auch dieses Kriegerdenkmal auf dem Berg oben war. Das müsste in Kobarit gewesen Kobarit, sein. ja, weil das ist auch ein sehr schönes Städtchen. Also, Genau, da ne? habt ihr auch ein bisschen was zu sehen mit Museum, wo wir vorbei sind, das Denkmal oben, genau, wo wir dann eine Abmoderation gedreht haben. Das war sehr Städtchen an schön. sich ist ganz Unten schön. die Napoleonbrücke habt ihr und dann halt die Socha, beziehungsweise das Genau. Socha-Tal. Da an der Socha Das entlang. war, Ja, also gerade wie das Wetter schöner wird, mega. fantastisch. Die strahlt einen an. Das ist der reine Genau, Wahnsinn. dann mussten wir ja auch an 2 Stellen mal durch Gebirgsbächlein hindurch, weil kein Übergang mehr da war. Wenn man sowas jetzt noch nicht so häufig gemacht hat, dann ist das auch ein Highlight, Genau. weil man kommt einfach nicht anders auf die andere Seite. Schuhe aus und rüber. Ja, und ich glaube, so dein Highlight und mein Endgegner dann gegen Ende hin war Ja. dann die 15. Etappe, wo man dann zu diesem Pass hoch ist. Na, also man hat schon Er war schon am Schnaufen, 14, der Arme. 14,5 Tage mit Wandern und Bespaßung in den Knochen. Und dann habt ihr so den härtesten Anstieg des ganzen Trails und schmaler Pfad, es war steil. Und zum Abschluss diese grüne Wiese, die ja aber noch so ist. Bah. Ja, aber du bist auch oben angekommen. Genau, und dann schließt sich der gefühlt gefährlichste Abschnitt an, als man dann im Prinzip die Passstraße teilweise dann noch erwandern darf, beziehungsweise nach dem kurzen Zwischenstück über einen geschotterten Weg muss man dann ja 6, 7, 8 Kilometer über diese Landstraße dann laufen, ohne dass man rechts und links Ausweichmöglichkeiten Das hat. war's, ja. Dazu übrigens ganz lustig, da hatten wir ja noch im Video selber gesagt, dass wir jetzt abkürzen, dass wir diesen einen 5-Kilometer-Bogen nicht mehr laufen wollen, weil der ja total unsinnig ist. Wir sind dann geradezu im Prinzip statt diesen 5 Kilometern irgendwie 2 Kilometer zum Hotel gestiefelt in Tavis. Und jetzt im Nachgang habe ich gesehen, man hat diese Etappe tatsächlich geändert. Also auf der offiziellen Homepage habe ich dann nochmal geguckt, jedes Mal zur Vorbereitung für die einzelnen Videos, habe festgestellt, so wie wir dann gelaufen sind, gerade durch, War richtig. ist mittlerweile auch die Etappe dann gelegt und nicht mehr dieser Bogen. Es war also ganz spannend. Sie tun wohl immer irgendwas auch für diesen Weg, ne, mit Planung, mit Änderung und so weiter. Ja, Also dran sind sie auf jeden Fall. es scheint zumindest so. Ja. Jetzt Wäre grad- spannend, mal zu sehen, wie das dann irgendwann mal aussieht. Jetzt vielleicht. gerade, wo ich so nochmal das Ganze habe Revue passieren lassen, wenn man sich das so überlegt, im Prinzip läuft man diesen kompletten Weg in Vorbereitung auf die letzten 2 Etappen. Weil die letzte Etappe, da hast du diesen extrem, also durch wildes, bergiges Gelände, extrem steil bergauf und lang. Und die Etappe danach ist auch wieder sehr lang und extrem monoton. Also da hat man dann wirklich die Extreme des Wegs nochmal gebündelt am Ende. Genau, auf den letzten 2 Etappen. Die Ja. letzte Etappe war auch sehr, sehr viel Asphalt und so mein heimliches Highlight, kurz vor Kranjska Gora, man kommt um die Kurve, man sieht die Wiese vor sich und dann steht da ein Strauß. Dahinter standen mehrere. Also, ich glaube, Sträuße. 3 waren es gewesen insgesamt. Genau, der im Video von mir als slowenischer Alpenstrauß betitelt, war natürlich afrikanischer Strauß, der dann einfach so mitten in den Alpen steht. Vor der Bergkulisse auch ein geiler Anblick. Ja, hatte ich dann voll entschädigt für die ganzen Genau. Strapazen. Ja, würden wir nochmal laufen? Also jetzt, wo ich weiß, wie der Weg aussieht, Also- ich glaube, es wäre zielführender, wenn man einzelne Abschnitte oder gezielt auch ein bisschen im Triglav Nationalpark wandern geht. In der Form weiß ich nicht, ob ich den Juliana Trail zwingend nochmal wandern wollen würde, wenn er in einem, auch gerade was Markierung und so weiter angeht, etwas besseren Zustand ist, vielleicht ein bisschen Asphalt rausgenommen, könnte man sich das schon ganz gut vorstellen. Wie gesagt, vielleicht machen wir irgendwann, wenn wir in der Gegend sind, auch nochmal diese extra Etappen. Gucken wir mal. Aber so insgesamt würde ich sagen, so aus dem Bauch raus, erstmal nicht. Also so im Großen und Ganzen würde ich dir da auch zustimmen tatsächlich. Und da ist es ja dann auch wieder gut, dass wir den jetzt mal so komplett abgelichtet haben, weil im Internet, wir haben ja auch vorher recherchiert, haben wir tatsächlich nichts gefunden, wo man den Trail so komplett, wirklich Etappe für Etappe irgendwo sehen konnte.
Und jetzt, wer sich dafür interessiert, kann das jetzt hier bei uns oder bei dir auf dem Kanal, kann das dann jetzt sehen und sich drauf einstellen. Und man kann ja dann auch wirklich gezielt sagen, hier die Etappe finde ich gut, die laufe ich, wenn man jetzt in der Gegend ist. Das gucke ich mir an und gebe mir nicht das Ganze. Oder man weiß, worauf man sich jetzt einlässt und läuft es dann wirklich gewollt. Genau. Bis auf die 9. Etappe, die haben wir ausgelassen. Ja, noch eine ganz kleine Ergänzung zum Thema Schwierigkeit. Wir waren ja früh im Jahr dran, hat man jetzt schon mehrfach erwähnt, März, April. Da war das Wetter entsprechend nicht ganz so gut und das war durchaus auch eine gewisse Schwierigkeit hier, dass wir gerade am Anfang sehr, sehr viel Regen und teilweise auch Schnee hatten. Wir waren teilweise trotz Regenkleidung, frischer Imprägnierung nass bis aufs Höschen, gerade nach der 5. Etappe. Und Also ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich Schuhe getrocknet habe. Ja. genau, aber das einfach mal im Hinterkopf behalten. Gut, es ist fast immer so beim Wandern, bei Schlechtwetter ist es etwas schwerer, nicht ganz so schön, wie auch immer. Jetzt gerade Kann aber bei auch so seinen einem Weg. Reiz haben, ja. Muss man sich halt Genau. überlegen. Die meisten, hatte ich auch so den Eindruck, was wir jetzt im Internet gesehen hatten, die meisten laufen den eher im Sommer. Genau, also wenn ihr euch für diesen Weg interessiert und ihn ganz oder in Teilen laufen wollt, geht vielleicht eher ein bisschen später ins Jahr rein. Ja, und gerade auf den Almen, wo man auch im Nationalpark, wo man da durchkommt, bei diesen, wie sagt man denn da, diese, ja, das sind ja so da verschiedene war ja, kleine Hochalmen sozusagen genau, in, da in dem war, Nationalpark. da war noch nichts los. Die müssen aber wirklich, ja, die müssen wirklich auch toll sein im Sommer. Also Genau. davon hat man natürlich so früh im Jahr nichts. Aber dafür Einsamkeit. Genau. Ja, so, jetzt haben wir euch lang genug viel über den Weg erzählt. Es war ein langer Weg, dementsprechend das Fazit auch ein bisschen länger. Genau, wir haben gelobt, wir haben ein bisschen geschimpft. Gut, ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr geschimpft manchmal. Ja, es ist Genau. halt ein Weitwanderweg, da gibt es nicht nur Positives, da gibt es natürlich auch Negatives. Genau. Nichtsdestotrotz, trotz allem Lob und Geschimpfe, ich wollte diese 16 Tage auf den Juliana Trail jetzt auch nicht missen im Ja, Nachgang. die waren toll. Es war insgesamt dann eine für uns doch sehr schöne Erfahrung dann auch gewesen, da Genau. unterwegs zu sein. Und ich denke auch Leute, die vielleicht jetzt so wie wir, für uns war es der erste wirklich längere Weitwanderweg, also jetzt über 200 Kilometer lang. Das hatten wir Genau. bisher noch nicht. Wenn man sich 270 da, waren's dann. genau, also Ich glaube, fast, mein längster vorher waren 140, 150 Kilometer mal am Stück. dann Du waren warst- das jetzt fast Bei 300. dir war es, glaube ich, der Neckarsteig Ja, gewesen. Ja. Vikos-Schlucht, was wir da gelaufen waren, den war ja jetzt auch nicht so lang, knapp 100 oder so. Ja, es ist eine Erfahrung, wie du schon sagst, würde ich nicht missen wollen und man bereitet sich auf die nächste, denke ich, vor, weil ne, das Perfekte wird man nicht finden, auf die Länge, egal wo. Genau, Abstriche wird man wahrscheinlich immer irgendwo machen müssen. Und es ist unterm Strich dann auch immer so ein bisschen natürlich Geschmackssache, wie einem Und dann am der Weg Ende gefällt. ist der Weg auch gar nicht so wichtig, weil am wichtigsten sind die Weggefährten. Genau. Ja, also mit der richtigen Begleitung kann der Weg auch noch so langweilig sein, streckenweise, dann passt das trotzdem. Ja. Gut. Dann würde ich aber sagen, haben wir jetzt endlich genug geschwafelt. Ja, dann hoffen wir, euch hat es gefallen, uns auf dem Juliana Trail zu begleiten Vielleicht haben wir euch ja auch ein bisschen Lust drauf gemacht, oder euch abgeschreckt. den man Weg weiß mal es nicht. auszuprobieren, ihn zu lassen oder was anderes zu suchen. Genau, dann euch wie immer viel Spaß beim Wandern, vielleicht halt auch auf dem Juliana Trail Ja, und Und? dann, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. genau, also bis dahin.